Hallo und herzlich willkommen beim Flauschigen Einhorn. Heute zeige ich dir, wie du einen Schwanz für einen Amigurumi häkeln kannst, den ich für einen sitzenden Drachen entworfen habe, den ihr aber auch für jedes andere sitzende Amigurumi-Tier nutzen könnt, wie zum Beispiel ein Känguru. Los geht's mit 16 festen Maschen, die du direkt hinten an den Körper anhäkelst. Wenn du meinem Kanal schon etwas länger folgst, weißt du, dass das meine bevorzugte Technik für Amigurumi-Körperteile ist, diese nämlich direkt an den Körper ranzuhäkeln, weil das einfach so schön festhält. Und das mache ich in diesem Fall, indem ich von der Mitte aus 3 Maschen nach rechts zähle und dort einmal neu anmasche, den Faden mit einer Luftmasche fixiere und dann um die Maschen des Körpers herum 4 feste Maschen arbeite. Also ich steche immer vor der festen Masche ein in das Loch, hole die Nadel dann hinter der festen Masche wieder raus, ziehe den Faden durch und mache meine feste Masche dann ganz normal fertig. Und das Ganze insgesamt 4-mal in diese Richtung. Und dann wendest du den Körper um 90 Grad und machst das gleiche nach oben, also wieder 4 feste Maschen, und diesmal arbeitest du nicht um die einzelnen festen Maschen herum, sondern quasi rundenübergreifend. Also du stichst deine Nadel vor der Runde ein, holst die hinter der Runde wieder raus und ziehst dann den Faden durch und machst deine feste Masche fertig. Also du arbeitest nicht um die einzelnen festen Maschen des Körpers herum, sondern von Runde zu Runde, auch wieder 4-mal, dann wendest du den Körper und machst das Ganze noch 4-mal in die andere Richtung. Da geht es dann wieder um die einzelnen festen Maschen herum. Und wenn du da deine 4 festen Maschen fertig hast, wendest du deine Arbeit noch ein letztes Mal um 90 Grad und arbeitest wieder 4 Maschen zurück zu der Stelle, wo du angefangen hast, beziehungsweise nicht zu der Kettmasche, mit der du deinen Faden fixiert hast, sondern zur ersten festen Masche, sodass sich der Kreis oder das kleine Quadrat hier schließt und du eine erste Runde mit insgesamt 16 festen Maschen hast. In der zweiten Runde arbeitest du unten eine Verdoppelung, unten in der Mitte, und oben häkelst du 2 Maschen zusammen. Du beginnst diese Runde mit festen Maschen und auch wieder darauf achten, dass du nicht in die Luftmasche arbeitest, mit der du deinen Faden fixiert hast, sondern in die erste richtige feste Masche. Das kannst du auch nochmal kontrollieren, indem du natürlich hier 4 Maschen in diese erste Richtung machen musst und am Ende 16 feste Maschen insgesamt in deiner Runde hast und nicht plötzlich bei 17 landest. Ich verdoppele hier schon die zweite Masche, du kannst auch die dritte verdoppeln, bei 4 gibt es ja keine richtige Mitte. Das kannst du entscheiden, da kommt es nicht so genau drauf an. Und dann geht es weiter mit festen Maschen. Und dann arbeitest du so lange feste Maschen, bis du oben kurz vor der Mitte angelangt bist. Also du machst noch arbeitest die 4 festen Maschen an der Seite hoch und dann eine oben von der Querseite. Und dann kommt eine Abnahme. Ich nutze die unsichtbare Abnahmetechnik dazu: in die vordere Schlaufe der ersten Masche einstechen, dann in die vordere Schlaufe der zweiten Masche einstechen. Dann holst du den Faden durch diese beiden vorderen Maschenschlaufen durch, sodass du 2 Schlaufen auf der Nadel hast. Und dann holst du den Faden nochmal durch diese beiden Schlaufen. Und dann geht es weiter mit festen Maschen bis zum runden Ende. Und da du ja eine Zunahme, eine Abnahme gearbeitet hast in dieser Runde, musst du eben auch wieder bei 16 festen Maschen in der Runde insgesamt landen. In der nächsten Runde machst du genau das gleiche, nämlich unten eine Verdoppelung einfügen und oben eine Abnahme. Und ansonsten arbeitest du nur feste Maschen. Also unten ungefähr in der Mitte fügst du deine erste Verdoppelung ein. Ich nehme hier die dritte Masche. Da kommen dann 2 feste Maschen rein. Dann geht es weiter mit festen Maschen, einfachen festen Maschen, bis du oben angelangt bist.
Und wenn du da gelandet bist, dann kommt auch wieder eine unsichtbare Abnahme, dazu in die vordere Schlaufe der ersten Masche einstechen, dann in die vordere Schlaufe der zweiten Masche. Dann holst du den Faden durch diese beiden vorderen Maschenschlaufen und holst ihn nochmal durch die beiden Schlaufen, die du dann auf der Nadel hast. Und dann geht es mit festen Maschen weiter bis zum runden Ende. Und am Ende landen wir dann auch wieder bei 16 festen Maschen in der Runde. In der nächsten Runde häkelst du nur oben 2 Maschen zusammen und machst ansonsten feste Maschen. Also unten kommt jetzt keine Verdoppelung mehr, sondern da gehst du einfach mit festen Maschen weiter. Und das so lange, bis du oben kurz vor der Mitte angelangt bist. Und da arbeitest du dann auch wieder eine unsichtbare Abnahme ein in die Vorderschlaufe der ersten Masche, dann in die Vorderschlaufe der zweiten Masche, Faden durchziehen, Faden nochmal durchziehen und dann feste Maschen bis zum runden Ende, sodass du am Ende dieser Runde auf 15 feste Maschen kommst. In der nächsten Runde passiert nochmal das gleiche, also oben 2 Maschen zusammenhäkeln und ansonsten nur feste Maschen arbeiten. Also los geht's mit festen Maschen, bis du wieder oben kurz vor der Mitte angelangt bist. Dort arbeitest du dann eine Abnahme. Ich nutze die unsichtbare Technik. Du kannst natürlich auch eine andere Abnahmetechnik nutzen, wenn dir das lieber ist. Und dann geht es weiter mit festen Maschen bis zum runden Ende, sodass du am Ende dieser Runde noch 14 Maschen in der Runde hast. In der nächsten Runde drehen wir das Muster um, also wir häkeln jetzt unten 2 Maschen zusammen und ansonsten arbeiten wir nur feste Maschen in dieser Runde. Also los geht's mit festen Maschen, aber diesmal nur, bis du unten in der Mitte angelangt bist. Dann arbeitest du eine Abnahme in unsichtbarer Technik oder jeder anderen Abnahmetechnik, die dir lieb ist. Und dann geht es weiter mit festen Maschen bis zum runden Ende, sodass du dann auf 13 Maschen in der Runde kommst. Das gleiche in der nächsten Runde gleich nochmal. Unten 2 Maschen zusammenhäkeln und ansonsten nur feste Maschen. Und am Ende dieser Runde solltest du dann auf 12 Maschen kommen. Und in der nächsten Runde kommt nochmal das gleiche, nämlich unten 2 Maschen zusammenhäkeln und ansonsten nur feste Maschen, sodass du am Ende dieser Runde auf 11 feste Maschen kommen solltest. Und dann ist ein guter Zeitpunkt, um mit dem Stopfen zu beginnen. Es ist wichtig, dass du hier ordentlich feststopfst und die Form des Schwanzes auch schon mal so unterstützt, also so ein bisschen mitformst und auch ein bisschen fester stopfen, als du es am Ende haben möchtest, weil der Rest des Amigurumis eben auch noch mit dieser Wolle ausgefüllt werden wird. Dann geht es weiter mit unserem bekannten Muster, nämlich unten 2 Maschen zusammenhäkeln und ansonsten nur feste Maschen, sodass du am Ende dann jetzt bei 10 Maschen landen solltest. Und im gleichen Muster arbeitest du jetzt so lange weiter, bis du insgesamt nur noch 4 Maschen in der Runde hast. Also immer in jeder Runde unten 2 Maschen zusammenhäkeln und ansonsten nur feste Maschen in der Runde und das Ganze, bis du nur noch 4 Maschen übrig hast. Dann schneidest du den Faden ab, ziehst ihn durch, gehst mit der Häkelnadel in den Schwanz rein und holst dir die Füllwatte durch. Also jetzt kannst du dann mit dem Häkchen quasi nochmal reinstechen und so auch die Spitze hier ausfüllen und das Ganze halt dann auch nochmal formen. Wenn du das gemacht hast, kannst du dein Fadenende vernähen. Meine Lieblingstechnik zum Vernähen ist,
immer in die vordere Maschenschlaufe einstechen und eine Masche am Ende übrig lassen, also in diesem Falle in die ersten 3 Maschen einstechen, dann festziehen, dann in die letzte Maschenschlaufe gehen und da einen kleinen Knoten machen, ordentlich festziehen und dann das Ganze irgendwo im Amigurumi verstecken und dann den Faden abschneiden. Und so sollte dein Amigurumi dann am Ende aussehen. Also so weit sind wir bis jetzt mit dem Drachen. Und im nächsten Teil kommen dann natürlich die Arme und Beine. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt freue ich mich wie immer auf eure Kommentare, Likes und Shares und natürlich auch darauf, dass wir uns für den nächsten Teil dieser Amigurumi-Serie hier wiedersehen.